Ja, hallo liebe Motorauto-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr sehen könnt, wieder ein Mercedes. Ja, hier der C200 T-Modell, ja, Kombi im klassischen Mercedes Silber und die Ausstattung ist schwarz-rot. Aber schauen wir uns erstmal die Front an. Hier klassisch die Front vom Mercedes, damals mit den eckigen Scheinwerfern und dem Kühlergrill hier. Ja, klassisches Bild. Sieht man heute noch im Straßenverkehr, auch wenn es dieses Modell mittlerweile nicht mehr so oft gibt und werden dann leider ziemlich versifft. Aber hier und da sind noch einige Exemplare, die, sag ich mal, in gutem Zustand noch sind. Wir schauen uns direkt mal den Motor an. Und wie ihr sehen könnt, der Motor ist sehr gut gemacht, beziehungsweise ist okay, da kann man nichts sagen. Hier vorne auch Aufkleber hier auf der Trägerlinie. Das sieht ja okay aus, da sage ich nichts. Die Motorhaube geht ausreichend auf und hält auch von selber. Nicht zu vergessen, der Stern natürlich, der muss natürlich bei einem Mercedes meiner Meinung nach drauf sein. Hier die Seitenansicht, ja, klassisch. Man sieht einige Modelle, so wie immer bei jedem Auto eigentlich, meistens in den Vorgängern, aber auch Nachfolgern wird man die sehen. Ja, hier. Ich, wie gesagt, persönlich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von diesem Modell. Als Modellauto natürlich geht das schon klar, aber in echt finde ich jetzt nicht so praktisch. Gerade jetzt hier diese gebogene Linie vom Heck. Ja. Gefällt mir jetzt nie so gut, weil ich gehe jetzt hier so wie eine S-Kurve, ne? So ein bisschen so. Ja, aber das ist Geschmackssache, ne? Ansonsten sehr gutes Design. Auch die Felgen passen sehr gut zu einem Wagen meiner Meinung nach. Ja. Schauen wir uns das Heck an. Hier steht groß C200 drauf. Ne? Scheibenwischer ist da und die klassischen Rückleuchten hier von dem Modell. Ne? Viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Ist halt ein Kombi, ne? Sehr unaufgeregt, funktionabel. So. Aber hier haben wir gleich schon das erste, sag ich mal, Ärgernis. Der Kofferraum geht nur bis zu dieser Höhe auf. Und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, das habe ich bei dem anderen Modell auch schon kritisiert, von der Limousine von hiervon, die ich auch schon vorgestellt habe. Wie ihr sehen könnt, hier alles Plastik, ja. Warum? Das ist so eine vergeudete Chance, die man hier machen hätte können. Finde ich schade. Hätte ich auf jeden Fall anders haben wollen, weil, wie gesagt, im Fußraum wurde ja Teppichimitat eingelegt, wie wir jetzt gleich sehen können. So, hier im Fußraum kann man jetzt sehen, dass es natürlich mit entsprechendem Teppichimitat ausgekleidet ist, also beflockt ist. Das sieht ja sehr gut aus, beziehungsweise es muss so sein, es fühlt sich einfach besser an, es ist wertiger in meinen Augen. Und ja, auch hier die Sitze sind ganz gut gemacht, finde ich. Ja, das Muster kommt sehr gut rüber. Ansonsten, ja, hier auch das Fond. Sieht sehr gut aus. Ich bin jetzt nicht ganz so ein Freund von diesem roten Interieur. Aber es gibt ja viele Leute, die das offenbar gut finden. Hier die Beifahrerseite. Ja. Unaufgeregtes Auto, wie gesagt. Ich sag mal, das ist wie gesagt ein grundsolides Modellauto. Alle Türen gehen auf, das ist wichtig, wie ihr wisst. Den meisten Sammlern, also mir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ein Kritikpunkt ist ja, dass die Kofferraumklappe nicht so weit aufgeht und natürlich, dass die Beflockung im Kofferraum fehlt. Das ist schade, wie gesagt, das ist wieder eine verpasste Chance. Und ich hoffe, dass Mercedes da zukünftig mal mehr drauf achtet. Also ich würde es mir wünschen. Und ich spreche da sicherlich nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Sammler. Zumindest lese ich das immer wieder in meinen Kommentaren, dass das auf jeden Fall begrüßt wird. Ja, wie gesagt, schaut euch jetzt auch noch die Limousine davon an, die neu rausgekommen ist. Die habe ich auch schon vorgestellt, im schönen Aquamarin-Blau. Und ansonsten schaut euch die Playlist von Mercedes an, die ich schon gemacht habe. Denn es sind einige, ja, die ich schon vorgestellt habe. Also in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.